Heute bekommen wir raus, welcher Tischkreissägen-Typ du bist. Denn bist du eher Typ Schreiner oder Tischler, der wirklich auch große Projekte umsetzen will? Bist du der Typ zu Hause, DIY für kleine Projekte? Oder sagst du, die richtig kleinen Projekte sind genau dein Ding, wie diese beiden für das Thema Modellbau? Ja, das hier sind Tischkreissägen und wir werden heute mal rausbekommen, welche davon brauchst du und welches eher überhaupt gar nichts für dich. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und normalerweise haben wir mit solchen Tischkreissägen zu tun. Also wirklich schöne, große, abendliche Tischkreissägen, mit denen du auch wirklich große Projekte umsetzen kannst, wo du wirklich Plattenmaterial hier durchschieben kannst, auch abendliche Größen und Dimensionen. Okay, vor kurzem haben wir aber Folgendes gemacht. Wir haben das hier vorgestellt, die kleinste Tischkreissäge der Welt, also wirklich mini klein. Und hier ist es so, wir haben wirklich dieses ganz kleine Blatt hier und da habt ihr gesagt, Mensch, das ist ein interessantes Thema, was es alles gibt. Und dann haben wir uns mit dem Thema nochmal auseinandergesetzt und haben gesagt, okay, was gibt es denn noch alles? Gerade in dieser Dimension haben wir hier uns die Proxon noch hergeholt und haben gesagt, okay, das können wir uns doch auch mal anschauen, wie gut ist die eigentlich? Und dann ist uns aufgefallen, es gibt ja noch hier so eine Zwischengröße eigentlich, zwischen den großen Tischkreissägen und den ganz kleinen gibt es ja noch das hier. Das hier von Dremel ist zwar eine Speziallösung, im Grunde ist es ja gar keine Tischkreissäge. Aber wenn du das anschaust, haben wir hier eine Handkreissäge und einen Tisch. Aber es ersetzt eine Tischkreissäge, deswegen nehmen wir es auf jeden Fall mit rein. Und dann haben wir heute noch mal was ganz Neues, nämlich die kleine Nanoblade. Wir haben ja hier wirklich eine kleine, was ist das eigentlich, eine Kettensäge, eine Mini-Kettensäge, mit der du eine Tischkreissäge ersetzen kannst, beziehungsweise dasselbe machen kannst. Und wir schauen uns heute mal an, welcher Typ bist denn du? Sagst du am Ende des Tages, naja, ich brauche schon so eine große Tischkreissäge oder das hier reicht mir völlig aus, ist vielleicht sogar besser für dich? Oder sagst du, na, basteln und bauen. Ja? Aber jetzt erst einmal schauen wir mal, welches Gerät haben wir hier eigentlich? Wir haben die Bosch GTS 635 216, die Kaleas Mini-Tool Tischkreissäge, die Proxon FET 27070, die Dremel CS12V S1C und Bosch Advanced Table Cut 52. Und jetzt fangen die Probleme an, nämlich beim Preis. Denn jetzt wird es richtig wild, weil die alle fast dasselbe kosten, also ziemlich dicht beieinander sind. Nicht ganz, aber relativ dicht beieinander. Wir haben hier 350 €. Große Tischkreissäge, alles klar, 350 €, Einstiegssegment, super. Aber das Ding kann auch wirklich was und ist Bosch Professional Qualität auch. Es gibt in der Preisklasse auch noch andere Hersteller, die was Ähnliches herstellen. Das passt schon. Ja? Dann haben wir hier bei der kleinsten Säge aber auch einen Preis von 350 €. Gerät mit Echtzeit kostet so um die 350 €. Das ist schon wild, wenn man sich das überlegt. Deswegen muss die eigentlich theoretisch extrem gut sein. Proxon kostet 330 € und das sieht man wirklich im Verhältnis. Das ist schon eine richtige Tischkreissäge. Das auch 330, 350. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was sagt ihr denn dazu? Welche würdet ihr eigentlich nehmen? Hier bei Dremel haben wir 160 €, anderes Thema, anderes Segment, aber 160 €, du bekommst hier eine kleine Handkreissäge, die du sogar noch mal einzeln nutzen kannst. Du bekommst den Tisch, die Führungsschiene mit allem drum und dran. Wenn du es noch nicht kennst, wir schauen uns das ja, glaube ich, gleich an. Glaub mir, das ist quasi eine Tischkreissäge. Und dann haben wir hier noch die Nanoblade, die kostet 200 €, sodass du sagst, naja, oder dass ich sage, das ist schon alles relativ eng beieinander. Und da ist die Wahl gar nicht so leicht, sondern man muss wirklich gucken, was ist das Richtige für dich. Wir schauen uns mal die Geräte jetzt ganz genau an, werden uns aber die hier nicht nochmal genau anschauen. Weil ich denke mal, ihr wisst, was eine Tischkreissäge kann, also was so eine große Tischkreissäge kann. Die kann eine ganze Menge, damit kannst du auch große Platten sägen, auch 2 Meter Platten, 2 Meter lange oder breite Platten kannst du hier drüber schieben, das funktioniert, ist sehr robust, kannst du mitnehmen, du kannst auch wirklich Hartholz damit sägen, du kannst ja auch sehr hohe Materialien damit sägen. Das ist ein richtiges Sägemonster im Verhältnis zu den anderen. Nein, wir fangen jetzt an und arbeiten uns jetzt nach unten langsam und deswegen legen wir jetzt mit der Nanoblade mal los. Nanoblade ist für viele, glaube ich, ein sehr besonderes Thema oder etwas, was ihr vielleicht gar nicht kennt, denn wir haben hier keine normale Tischkreissäge. Weil in einer normalen Tischkreissäge haben wir ein rundes Blatt, zentral gelagert, dreht sich einfach, die Zähne greifen ins Holz rein und machen auch einen schön sauberen Schnitt. Bei Nanoblade ist es eben nicht so. Hier haben wir wirklich eine kleine Kettensäge, so ein Kettensägenschwert, was wir hier in der Säge eingebaut haben. Aber was ganz anderes. Und zwar haben wir hier hochkant stehen ein Kettensägenschwert, was hier durchfährt, beziehungsweise wo du das Material in diese Kettensäge reintust.
Ich bin sehr gespannt, weil wir werden ja gleich auch wirklich mal was testsägen. Wie sauber ist der Schnitt denn eigentlich? Bei einer Tischkreissäge kannst du, je nachdem wie du es führst, einen schönen, sauberen Schnitt hinbekommen. Mit einer Kettensäge bin ich da sehr skeptisch. Man muss sagen, ein Nanoblade selber ist im Gartenbereich etwas, was ich total feiere. Das ist eine tolle Sache. Kleines Gerät, kannst du schöne Ecken und Kanten im Garten hier irgendwo mal was ausasten oder. Aber in der Tischkreissäge muss ich ganz ehrlich sagen, ich kannte das schon länger, habe es noch nie ausprobiert. Deswegen ist es auch für mich heute mal eine Premiere. Aber wie gesagt, das ist das, was hier drin ist, und zwar genau an der Stelle. Wir haben hier übrigens in Summe ein sehr kompaktes Gerät. Ja, wenn wir uns das mal anschauen, wir haben hier ein Gewicht von rund 10 Kilo, können wir einfach mal neben irgendwo hintragen. Das ist hier bei großen Tischkreissägen, die wiegen so 20, 30, 35 Kilo teilweise, dann schon mal eine andere Hausnummer. Was auch eine andere Hausnummer ist, ist der Platzbedarf. Weil wenn du die einfach mal hochkant nimmst, dann ist das hier echt wenig. Ja, das kannst du wirklich irgendwo unterbringen, irgendwo in einem Regal lagern, irgendwo anders hin tun. Wir können es ja auch mal von unten uns anschauen. Das ist eigentlich eine super kompakte Angelegenheit, und das ist schon wiederum etwas, wo du drüber nachdenken solltest. Ist das was ich brauche? Brauche ich so kompakt? Dann kann das schon das Ding sein. Ja? Außer du sagst, jetzt brauchst du es noch kompakter, dann nimmst du Dremel, weil kompakter geht es dann wirklich nicht mehr. Wobei, wir haben noch Proxon. Kommen wir gleich dazu. So, wenn wir uns jetzt das mal anschauen, siehst du aber Folgendes: Wir haben hier nicht nur eine Tischkreissäge, sondern auch eine Zugsäge. Ergo, wir können jetzt diesen Knopf nehmen und ziehen einfach, und dann siehst du hier, von der Seite sieht man das ganz gut, dann ziehen wir hier wirklich, Moment, ich nehme das hier mal weg, dann ziehen wir hier wirklich das Blatt nach vorne, also zum Material hin. Das kann große Vorteile haben, ist auch vom Handling her, macht es das nochmal deutlich einfacher. Eigentlich eine tolle Sache. Ja. Das können wir hier einstellen. Du kannst natürlich auch Folgendes machen. Also erst einmal hier ziehen, aber du kannst auch hier den Hebel zur Seite drücken, und dann ist es fest, und dann schiebst du das Material wieder zum Sägeblatt, so wie man das kennt. Ergo, du kannst es multifunktional einsetzen. Multifunktional einsetzen ist genau das Ding übrigens. Wenn du es anschaust, du hast ja hier eine ganz freie Fläche, aber du hast hier Folgendes: Du hast hier eine Nut, du hast hier eine Nut, du hast hier eine Nut und du hast hier nochmal eine Nut. Und was machst du damit? Ganz einfach, den Anschlag dran einsetzen. Wir haben jetzt hier unseren Anschlag, den können wir auch einstellen hier auf die verschiedenen Gradzahlen. Da rastet er auch wunderbar ein, hier 22,5 und so weiter und so fort. Wir beschränken uns jetzt mal hier auf 0 Grad, und jetzt können wir Folgendes machen. Wir setzen jetzt meinetwegen hier mal in die Mitte ein, so. Und jetzt seht ihr ja, wir sind hier relativ auf der letzten Rille. Jetzt stellen wir ihn mal um, zack, auf die Tischkreissägenstellung. Moment, und so. Das ist jetzt die Tischkreissägenstellung, und jetzt können wir hier gegenarbeiten, sonst wird ja hier gleich alles runterfallen. Ja? Wir können natürlich jetzt Folgendes machen. Wir können jetzt auch das hier nehmen, schieben das jetzt nach vorne. So, ihr seht jetzt hier. Jetzt können wir aber Folgendes machen: Wir können jetzt das sogar dagegen schieben. Das wollen wir nicht, weil dann sägen wir wirklich hier ins Alu rein. Dafür machen wir aber das hier, nehmen das hier raus, wirklich raus, nehmen das raus, und jetzt machen wir das hier fest. Wir ziehen das jetzt fest, und jetzt können wir Folgendes machen. Wir haben jetzt meinetwegen das hier, wollen wir durchsägen. Ja, dann können wir jetzt hier das nehmen und können jetzt hier zack, 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 wirklich hier rein, und dann passiert Folgendes: Wir können jetzt so etwas leicht hinter das Metall schneiden, aber nicht hinein. Ergo, das Holz wirklich durchschneiden. Das können wir wirklich etwas hier hinsetzen. Von euch aus gesehen machen wir es mal einfach mal so. Ich nehme das, oder ich mache es mal so, durchschneiden, 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 durchschneiden. Ja? Eigentlich eine schöne Sache, auch vom Handling her. Wenn ihr euch vorstellt, von eurer Seite aus nochmal hier, ihr könnt das einfach schön hier handeln, das Holz hier nur festspannen, das ist schon ganz cool. Ja? Was ihr auch machen könnt, ist natürlich den Anschlag jetzt nehmen, in irgendeine Richtung packen. Und übrigens, mein Tipp wäre, fummelt hier nicht groß rum, sondern macht es so, dass ihr das hier einsetzt. Moment, dass ihr es hier einsetzt, Nummer 1, dann Nummer 2. Es geht nämlich ziemlich einfach, das ist eigentlich gut gemacht. So, einsetzen, und jetzt von euch aus, überlegt mal, so, ja, so rum, genau. Von euch aus gesehen können wir jetzt Folgendes machen: Hier rein, das nehmen wir hier zur Seite, da rein. Und das lässt sich hier wirklich sehr gut einführen. Zack, runter. Und jetzt, jetzt habe ich es wieder. Manchmal ist es dann doch, ja, dass, wenn man das für euch zu schnell macht. So, also, jetzt nochmal rein hier. Also, da rein. Aber ihr seht, es geht ziemlich schnell. Das ist wirklich echt schön designt. Ja, jetzt kann man es so jetzt nehmen. Und was ihr jetzt machen könnt, ist Folgendes. Ihr macht es jetzt hier fest. Und jetzt könnt ihr sehr variabel hier sein, indem ihr sagt, naja, ich möchte jetzt aber das als Tischkreissäge nutzen. Stellt es hier hinein, wo immer ihr es hinhaben wollt, meinetwegen hier. Und dann können wir hier durchsägen. Also können wir jetzt hier einfach ein Stück Holz entlang schieben und können hier so einen kleinen Streifen schneiden.
Ja? Wir können natürlich auch sagen, okay, wir wollen was etwas Breiteres schneiden, dann einfach festziehen und dann hier können wir Dinge breiter schneiden. Das funktioniert. Ja? Was wir auch übrigens machen können, ist das hier nutzen. Wenn wir sagen, wir haben jetzt irgendetwas, was eine Ablage braucht, dann können wir das hier hinstellen, ja, oder auch hier zur Seite stellen. Jetzt habe ich hier einen kleinen Absatz drin, aber ihr seht, was ich meine. Dann haben wir hier noch eine kleine Ablage an der Seite. Eigentlich eine schöne Sache. Du kannst das übrigens dann auch verstauen. Hier zum Beispiel, Moment, so, kannst du irgendwo am Gerät auch verstauen, oder sinnvollerweise, um es wirklich irgendwo hinzubringen. So, dann ist es am Gerät dran. Ja. Wir können übrigens auch diesen ganzen Anschlag hier nochmal hier hinten reinschieben, sodass wir das auch wirklich sehr kompakt zusammenbauen können. So, was wir noch machen können, wir können auch, das ist wirklich mitgedacht, wenn wir zum Beispiel etwas sehr Breites schneiden wollen, dann können wir das ja nur bis hier festmachen. Also wir können das jetzt hier festmachen, haben wir nur so eine kleine Breite. Wir können aber auch das hier nochmal zur Seite nehmen. Dann haben wir hier unten drunter ein Draht, das können wir festziehen, so, ja. Dann können wir auch die volle Breite der Maschine nutzen. Wir können sogar noch weiter rausgehen. Wir können jetzt zum Beispiel hier hingehen. Das ist, glaube ich, nicht mehr ganz so gedacht. Es wird hier auch ein bisschen wackelig. Aber wenn wir jetzt nur einen Anschlag brauchen, können wir das hier rannehmen, hier durchschieben. Das würde schon gehen. Ist jetzt nicht mehr die Qualität oder die Präzision, die wir von der großen GTS gewohnt sind. Aber grundsätzlich funktioniert das schon. Ja? Und apropos, was ich ja gerade gesagt hatte, Maße. Welche Maße haben wir denn eigentlich hier im Allgemeinen? Wir haben hier eine Breite von 43 cm oder eine Tiefe. Ja, das ist die Frage, wie macht man das jetzt? Ja? Eine Tiefe muss man ja eigentlich mit Griff nehmen. Der Tisch selbst hat 50 cm, mit Griff sind wir dann schon eher so bei 63, 64 cm wegen deinem Platzbedarf. So, jetzt haben wir gesehen, wie wir es so grob einstellen können. Und jetzt sehen wir einfach mal was. Das Ergebnis ist auf jeden Fall interessant. Was man schon mal sagen kann, ist, wir haben hier eine maximale Schnitthöhe von 5 cm. Da fühlt er sich aber nicht wohl. Mag er nicht. Also es geht schon. Wir sehen jetzt hier wirklich weiches Holz, knapp 5 cm hoch. Und wir haben ja hier 5,2 cm Schnitthöhe. Und das haben wir fast auch ausgenutzt. Und dann wird das ein bisschen schwierig, weil er sägt dann nicht mehr gerade, sondern das Blatt zieht sich leicht schief. Und dadurch haben wir hier keine perfekten 90 Grad mehr. Außerdem ist es so, dass wir hier, dass die Säge sich schon ein bisschen quält. Also man merkt so, naja, das ist nicht der Komfortbereich der Säge. Grundsätzlich muss man sagen, wenn du mal so ein Stück Holz hast und willst es irgendwie durchschneiden, das kann sie. Das macht sie auch eigentlich relativ souverän. Du kannst nur nicht, ja, du kannst am Gras, wenn du am Gras ordentlich lange ziehst, wächst das auch nicht schneller. Das ist hier eigentlich auch so. Du solltest nicht übertreiben beim Ziehen, dann kommt die auch gut durch. Wo ich ein bisschen ernüchtert war Folgendes, und zwar, als ich hier mal so ein Plattenmaterial genommen habe und das hier durchgezogen habe. Dabei ist Folgendes passiert. Da hat sich das Blatt auch leicht bewegt, das hat sich leicht schief gestellt. Dadurch hat er es mir immer vom Anschlag weggezogen. Die ganze Zeit, wenn du es an den Anschlag auch wieder ran drückst, dann ist es so, dass das Blatt sich dann wieder schiefer stellt, schiefer, dann wird der Schnitt irgendwie schwierig. Hier musst du an der Stelle wirklich sehr, sehr langsam, behutsam, ordentlich, ganz langsam am Material vorbei. Dann wird das auch funktionieren. Wenn wir uns das jetzt hier angucken, ist das hier eher so ein Wackeldackel. Also da sehen wir hier da ist ordentlich hier so ein Schwung drin. Ganz einfach, weil ich es einfach immer nicht mehr hinbekommen habe, das ranzudrücken. Wir sehen hier aber auch von der Oberseite,
kaum Ausrisse, wunderbar. Ja. Von der Unterseite sehen wir auch kaum Ausrisse, das ist wunderbar. Wir haben aber auch an der Stelle, das ist so, dass hier die Faser so entlang gehen. Dadurch haben wir keine Ausrisse. Ausrisse hatten wir aber dafür, als wir es dann gekappt haben quasi. Ja, weil wir haben ja hier im Grunde eine Kappsäge ja, mit drin, weil wir es halt das Blatt ziehen können. Deswegen können wir sowas hier auch sehr gut kappen an der Stelle, was wir sonst ja eigentlich gar nicht könnten. Da haben wir auf der Oberseite keine Ausrisse, an der Unterseite haben wir massiv Ausrisse. Hier sieht man auch ganz gut, das hat man auch in den Bildern, glaube ich, ganz gut gesehen, wenn du das so durchreißt, ja, dann kann die immer noch schnell sägen, aber es sind wirklich Ausrisse ohne Ende auf der Unterseite. Wenn du das sehr langsam machst und ganz behutsam durchziehst, wir schauen, hier haben wir ein Stück, genau, dann sieht man hier deutlich weniger Ausrisse, aber es sind immer noch ordentlich Ausrisse da. Was man hier auch hat, hier hast du einen schönen geraden Schnitt, das funktioniert, gar kein Problem, aber wenn du reinschneidest, ist es so nach 1-2 Zentimetern ist immer so eine ganz leichte Kerbe hier drin, weil das einmal das Blatt so, das vibriert einmal ganz kurz, das macht das jedes Mal. Dadurch haben wir hier eine ganz, ganz leichte, so einen halben Millimeter Versatz im Holz und dann sägt er souverän durch. Vielleicht ist das auch nur meine Säge, kann ich nicht sagen, aber so sieht es aus. Wenn du mich fragst, was kannst du damit machen? Du kannst damit keine Möbel bauen, das funktioniert nicht. Aber du kannst damit kleine Projekte schon umsetzen. Du kannst damit aber auch Laminat zum Beispiel verlegen oder ähnliche Materialien, weil zum Beispiel beim Laminat ist ja die Abrisskante an der Seite ja sogar, oder am Ende gar nicht so wichtig, das macht dann die Leiste. Das hier ist eine Tischkreissäge von Dremel und das kennen viel zu wenig Leute. Deswegen werde ich es dir heute noch mal zeigen. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir mal hier oben. Da unbedingt mal reinschauen, da findest du noch mal alle Details zu dieser Säge. Aber ganz kurz, wir haben hier einen Koffer. Ja? Das ist ein kleiner, kompakter Koffer, den kannst du wirklich auch wegstellen. Zack, irgendwo, den kannst du sogar, der ist sogar, also wirklich sauber, kannst du sauber machen, einfach abwischen, der hinterlässt auch keinen Dreck und so weiter und so fort. Wo es bei der Säge hier schon ein bisschen anders ist, denn die kannst du sauber machen, aber irgendwo ein bisschen Staub fällt ja immer raus. Ja, ich will die gar nicht schlecht machen, du verstehst, glaube ich, was ich meine. Und das hier nehmen wir einfach zur Seite, dann aufmachen, rüberklappen und jetzt hast du Folgendes. Du siehst jetzt hier, da hast du deine Säge, du hast eine kleine Handkreissäge, die legen wir erstmal zur Seite. Und jetzt haben wir hier unseren Sägetisch. Übrigens unten drunter ist das ganze Zubehör. Wir haben hier den Akkulader dabei, wir haben noch das Handbuch und hier noch ein bisschen Zubehör dabei. Das ist alles hier mit im Koffer drin. So, und jetzt können wir Folgendes machen. Wir nehmen die jetzt hoch, zack, dann nehmen wir das hier zur Seite und runter. Nummer 1. Auch das hier nehmen wir hoch, dann nehmen wir das hier mit runter. Und zack. Und schon haben wir jetzt hier unseren Sägetisch. Richtig genial. Und jetzt ist die Logik hier anders. Bei allen anderen Sägen ist es so, quasi, dass wir das hier die erste Säge, dass du es umdrehst und dass du jetzt hier drüber schiebst. Ja? Hier ist es so, dass du so eine kleine Mini-Kettensäge hast, schiebst das dagegen, bei der Säge auch, bei denen und so weiter. Bei der eben nicht. Weil hier ist die Logik folgende, dass wir jetzt die hier nehmen und hier reinstecken. So. Und dann ist es so, dass wir hier mit einer Akkusäge, 12 Volt, hier entlang sägen können. Das macht das aber auch enorm sicher, also sicher für dich. Du musst dich schon ein bisschen doof anstellen, dass du dir hier jetzt in die Hand sägst, weil du musst ja hier unten drunter greifen. Das sollte man ja nicht, weil das ist auch ganz bewusst so gedacht, dass du hier das Material drauflegst und dann schneidest. Drauflegst und dann schneidest. Und nicht, dass du das Material hier drüber führst. Das ist also nochmal eine andere Logik. Das Schöne hier dran ist aber, dass wir zum Beispiel sowas wie Laminat, ja, das legst du einfach hier dazwischen, ja, dann schneidest du es ab, kannst es schön positionieren. Das ist also für Anfänger absolut perfekt, weil gerade jemand, der noch nicht viel Erfahrung hat, der braucht ja häufig so, naja, wie mache ich das alles? Und dann hast du hier sogar, hast du eine Anzeige, du tust das hier hin und sagst, ja, okay, da schneide ich. Dann gucken wir mal und kann die ganz entspannt das entlang führen. Finde ich eine super Sache. Zusätzlich kannst du natürlich das Ganze auch im Winkel einstellen. Du kannst hier sagen, okay, ich gehe jetzt hier im 45 Grad Winkel und dann kannst du hier etwas im 45 Grad Winkel reinlegen, aber du sägst weiterhin, ja, also jetzt habe ich hier eingestellt 45 Grad, du sägst hier aber weiter gerade entlang. Dadurch hast du das Brett hier schräg drin liegen und sägst aber trotzdem mit demselben Schnitt. Und das ist etwas, was eigentlich ziemlich intuitiv ist und auch richtig Spaß macht, weil es halt wirklich auch einfach ist. Es ist wirklich, wirklich einfach, intuitiv und machbar. Weil ich eben gesagt habe, für Anfänger, nee, der Profi kann hier natürlich genauso mitarbeiten, also der Anfänger, Profi, Fortgeschrittene, das ist gar kein Problem. Gerade für einen Profi wird es vielleicht interessant sein, weil er einen kleinen Koffer hat, irgendwo, jetzt muss ich mal eine Leiste sägen, machen, tun, dann ist es auch eine tolle Sache und ich brauche nicht meine große Säge mitnehmen.
Was ich schön finde, also, aber was ein Problem ist, fangen wir mal so an. Was ein Problem ist, ist folgendes. Wir haben ja hier eine Durchlassbreite von maximal 26 cm. Das heißt, wir können hier zwischen Steg A und Steg B haben wir hier 26 cm. Das heißt, wir können keine Holzstücke, die breiter sind als 26 cm, hier jetzt durchschieben. Aber es ist eigentlich kein Problem. Höhe an der Stelle sind so 2,2 cm. Ergo, alles was höher ist als 2,2 cm, kannst du hier auch nicht unten drunter tun. Naja, jetzt kannst du natürlich Folgendes machen. Du kannst die Säge ja auch hier rausnehmen und etwas vorkonfektionieren. Das heißt, du hast hier eine vollwertige Säge an der Stelle. Ja. Und kannst jetzt, wenn du größere Platten hast, auch sagen, okay, ich konfektioniere das erstmal vor und dann bearbeite ich es hier. Würde ja funktionieren. Das ist übrigens auch nochmal eine Sache, die hier interessant ist, weil kostet 160 € alles zusammen und du hast einfach hier eine Säge, die du einfach so nutzen kannst, für was auch immer. Ja, du kannst einfach sagen, naja, ich möchte jetzt mal irgendwo anders eine Kleinigkeit Sägen machen, tun, du bist also relativ frei. Und übrigens auch, Dremel gehört ja zu Bosch. Das heißt also, du kannst ganz klassische Bosch 12 Volt Akkus auch nehmen, musst nicht den Original von Dremel nur nehmen und kannst ihn auch hier reintun und kannst einfach mit denen arbeiten. Finde ich eine coole Sache. Das Thema Absaugung ist hier so eine Sache. Hier haben wir einen Absaugpunkt, bei anderen Sägen haben wir auch immer einen Absaugpunkt, hier nicht. Das heißt, wenn wir hier sägen, werden die Späne hier nach unten fallen, müssen wir hinterher absaugen. Das ist dann halt so. Ja. Ihr seht also, hier haben wir eine ganz andere Lösung, aber auch interessant für viele. Und nicht, dass ihr es falsch versteht, es ist nicht so, dass ihr es gar nicht absaugen könnt, aber hier am Tisch ist halt keine Absaugung. Ihr könnt einfach hier reingreifen, hier ist ein kleiner Absaugadapter und den können wir hier an die Maschine hier vorne dran tun, so, und können die Maschine selbst natürlich schon absaugen. Ihr seht hier, jetzt könnt ihr es hier einfach hier ran tun und schon lossägen. Kommen wir zu Proxxon. Hier haben wir wirklich eine sehr kleine, kompakte Maschine. Wie groß ist die eigentlich? Das ist eine gute Frage. Wir haben hier 30 mal, ja, genau, oben ist 30 mal 30. Wenn wir es hier mal im Ganzen sehen, ist es hier mit Absaugadapter. Ja, hier hinten, den wir ein bisschen abziehen können, zumindest teilweise. Ja, fast 40. Wir können sagen 30 mal 40 cm. Wenn du wenig Platz hast, ist das dein Platzbedarf, den du hast. Gucken uns die Maschine mal von hinten an. Wir haben hier unsere Absaugung. Ja. Erstmal hier fest dran verbaut. Wir haben einen kleinen Adapter, den wir hier ran tun können, je nachdem, was wir halt brauchen. Damit wird, glaube ich, wahrscheinlich jeder Sauger dann auch passen. So, jetzt gucken wir uns die Maschine aber mal im Detail an. Also sie ist wirklich winzig, also wirklich sehr, sehr klein, aber hat eine sehr gute Qualität. Schaut mal hier erstmal von vorne. Wir haben hier die Möglichkeit einschalten, ausschalten, ja, schöne Qualität auch gearbeitet. Hier können wir das Sägeblatt hoch und runter, also erstmal neigen, ja, ihr seht es hier. Ja, wir können das hier hin und her neigen und können dann hier auch die Höhe einstellen an der Stelle. Was wir auch machen können, ist Folgendes, wir können das Rad hier mal aufdrehen, ordentlich weit und dann können wir, das ist wirklich wild übrigens, das mal zur Seite nehmen und dann machen wir das hier, zack. Das rastet hier auch ein und dann können wir hier unten drunter sauber machen. Ja, dann kommen wir hier an die ganzen Gerätschaften so ran. Sehen wir hier übrigens auch den Antrieb, hier an der Stelle. Ja, seht ihr hier den Riementrieb, den wir hier haben. Und wir könnten hier irgendwas reparieren oder irgendwo auf jeden Fall Dinge sauber machen. Wenn wir es runter machen wollen wieder, machen wir so, zack. Übrigens, jetzt haben wir hier so einen kleinen Dipschalter. Ja, die Maschine würde hier nicht funktionieren, das ist ganz wichtig. Ja, das ist natürlich ein Thema Sicherheit. So, jetzt einfach nach oben und wieder runter. Dann kommt das hier wieder fest. Und dann können wir auch gleich arbeiten. Wenn wir hier vorne sind, sehen wir hier auch schon den Parallelanschlag an der Stelle. Und der ist viel besser, als ich es gedacht hätte. Wenn wir jetzt mal den Parallelanschlag nehmen, seht ihr hier mal, kommt mal von oben, ja, schaut euch mal das hier an. Ja, das war eigentlich Quatsch oder so, total schlecht. Na, würde ich gar nicht sagen. Sondern wir packen es jetzt hier mal an diese Kante und machen hier mal so ein bisschen rum. Und jetzt nehmen wir das und fest. Und jetzt liegt das hier wirklich perfekt an der Stelle und ist stabil. Schaut euch das mal an, das ist wirklich stabil. Das ist zwar Alu und ich könnte jetzt hier mit massiv Krafteinwirkung schon irgendwas tun, aber es ist ja für Modellbau. Das heißt also, das hier ist völlig ausreichend und funktioniert. Was wir uns noch machen können, wir können hier diese Skala hier können wir noch fein justieren, indem wir hier an dem Rad drehen. Ja, können wir das noch hier ganz bisschen hin und her justieren, hier, wenn wir das brauchen. Also wir sehen hier geht es wirklich um Feinheiten, um ganz kleine Details, die wir hier einstellen können. So, wir nehmen jetzt aber mal den kleinen Anschlag hier und packen den mal zur Seite. Dann haben wir hier 2 Nuten. In die Nut können wir das hier rein tun, nämlich hier unseren Anschlag. Ich mache den mal hier rein. So, zack.
Das kann ich ihn hier lösen. Ich kann zum Beispiel hier irgendwas einstellen, wo immer ich das hinhaben möchte. Ja, kann das so einstellen, kann das nach hinten stellen. Kann mir auch den hier auf die andere Seite nehmen als Anschlag, sodass ich sagen kann, ich möchte immer gleich große Stücke haben. Ja, Moment, ich versuche es mal hier reinzubekommen. Das ist immer so die Frage. Wenn wir zum Beispiel den hier hinstellen, dann machen wir es auf 0 Grad. So. Moment, so und so. Und jetzt können wir hier ein Teil reinlegen und können jetzt sagen, okay, zack, 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 zack. Und das immer gleich schneiden. Eigentlich eine coole Sache. Von der Sache her muss man aber sagen, es ist natürlich hier Kunststoff, keine Rasterung und so weiter. Aber die Qualität für kleine Materialien, ja, das ist schon gut, ja, kann man nicht sagen. Wenn wir uns jetzt das hier anschauen, können wir weiter schauen. Ist es so, dass wir das hier rausziehen können. Ja. So, wir haben eine kleine Tischverbreiterung. Wir können die auch auf eine bestimmte Position bringen, dann hier arretieren, ja, je nachdem, wie man das haben möchte. Wir haben hier einen weiteren Anschlag, den können wir so nach oben ziehen. Jetzt haben wir hier einen Anschlag, mit dem wir arbeiten können und könnten jetzt zum Beispiel auch sagen, wir nehmen das hier als Breite, die wir sägen wollen. Wir können natürlich jetzt auch Folgendes machen. Wir können jetzt sagen, okay, das ist mein Maß oder das hier ist mein Maß. Also es ist schon amtlich. Was wir auch machen können, ist hier so einen kleinen Fuß ausklappen, aber der ist nicht ganz, na doch, ja, sodass wir hier ja, wirklich nach unten auch eine Versteifung haben. Das ist eigentlich eine coole Sache, muss man schon echt sagen. Also qualitativ ist es so, dass die Säge selbst wirklich, wirklich gut ist. Also die reine Materialanmutung, das ist halt Proxon und Proxon kennt man als jemand, der Qualität liefert. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal was Feines, Kleines und sägen mal was. Ich habe Proxon ja vorhin die ganze Zeit gelobt für die gute Qualität. Jetzt haben wir aber eben was gehabt, was nicht gut war. Wir haben ja nämlich folgendes Thema. Wir haben ja hier das Sägeblatt oder das Blatt, was wir hier an der Stelle haben. Und das hier muss ja irgendwo fest sein. Ja? Also der Spaltkeil und die Abdeckung. Und wenn das Sägeblatt so stand, stand die Abdeckung so. Das heißt, wenn ich was gesägt habe, ist es immer hinten gegen diese Abdeckung so gegengestoßen. Deswegen bin ich nicht vorbeigekommen, musste so ein bisschen und dann wird natürlich das Ergebnis auch schlecht. Ihr habt es ja auch gesehen, der ist so manchmal zur Seite gebogen. Jetzt passt es, jetzt ist es gerade. Also ist auch nur eine Kleinigkeit, kannst du ganz schnell machen. Also wenn du so eine mal kaufen solltest, guckst du dir mal an vorher. Und dann war es so, dass wir das Material wirklich sehr gut trennen konnten. Also sowohl hier das ganz kleine, dünne hier, Bastelholz, Sperrholz, was wir hier haben, aber danach habe ich mal hier auch Multiplex gesägt. Wir haben hier 9 mm Multiplex. Und das hat die Säge gar nicht gejuckt, gar kein Problem. Wir konnten hier das echt gut durchsägen, hat funktioniert und es war einfach zu handhaben. Der Schnitt ist schön sauber, ja gar kein Ding. Und ja, das funktioniert einfach. Also das ist echt viel besser, als ich gedacht hätte. Wenn du nicht viel Platz hast, vielleicht eine Überlegung wert. Wenn dir Proxon noch zu groß ist, ja, das Teil hier, dann ist vielleicht genau das dein Ding. Ich habe es ja schon mal vorgestellt und das ist ja wirklich winzig klein. Wir gucken noch mal ganz kurz. Wir haben hier eine Größe von jetzt nur noch von 21,5 mal 21,5 und es steht auch nichts drüber. Also es ist wirklich ein winzig kleines Gerät. Man muss jetzt aber auch sagen, das Gerät nochmal kostet 300 Flocken und du brauchst eben auch nochmal ein Netzteil dazu. Also nicht das hier, das ist ein bisschen zu schwach, aber es funktioniert erstmal grundsätzlich. Denn du hast hier so einen ganz merkwürdigen Anschluss. Das ist ja auch ein 12-Volt-Gerät. Oh Mist, jetzt habe ich das auch noch verbogen. Ach Leute. Also mit dem Gerät werde ich auch nicht mehr, naja, das muss ich mir nachher nochmal angucken. Wir werden auch keine Freunde mehr. Warum? Wir hatten das ja auch schon mal ausprobiert, beziehungsweise versucht auszuprobieren. Und wir haben hier ein Gehäuse, das ist ja, aus Aluminium, Druckguss hier unten, hier oben wahrscheinlich auch, das Ganze nochmal abgefräst, sodass wir damit sägen können. Wir haben ein sehr kleines Sägeblatt hier an der Stelle. Und jetzt können wir Folgendes machen. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Anschlag, den könnten wir ja hier reinsetzen, oder können wir auch reinsetzen, aber, das ist das erste Mal, das ist so verrückt. Ich sage euch, das ist ja so verrückt, Wahnsinn.
Ich habe das Ding ausgepackt, das ist wirklich verrückt. Ich habe es ausgepackt, hier hingetan und es hat wunderbar funktioniert. Beim letzten Video war es so, dass es überhaupt gar nicht mehr funktioniert hat. Jetzt geht es zumindest halbwegs und hakelt nur so ein bisschen. Aber ich glaube, das Problem ist einfach, wir haben hier Messing, hier Aluminium, gerade wie warm ist das, wie kalt ist das, wie ist es gerade, passt das gerade, das funktioniert einfach nicht. Bei uns hat es eigentlich immer nur gehakt. Dazu gehört auch ein Anschlag, der irgendwo hier rumliegt. Ich gucke mal, der ist hier unten. Zack. Hier haben wir einen Anschlag, der wird auch hier eingeführt. Der greift noch ziemlich gut, sodass wir das auch hier hinstellen können, können sagen, okay, wir haben jetzt einen Parallelanschlag, können das hier durchführen. Man muss sagen, der Anschlag hier, mega stabil, die ganze Säge, mega stabil. Wenn ihr das richtige Netzteil habt, hat das bestimmt auch gut Leistung, weil das ist, ja, als wir es getestet haben, hat es ja kaum irgendwas durchsägen können. Aber wenn ich persönlich, ja, mir das anschaue, die gegen die Proxxon, würde ich immer die Proxxon nehmen. Insofern schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr sagt, nein Sebastian, unbedingt nochmal das richtige Netzteil kaufen und unbedingt nochmal richtig ausprobieren. Aber ich hätte jetzt gerade so nicht so die Ambition. Jetzt haben wir uns also angeschaut, lasst uns mal zum Fazit kommen. Wie kann hier ein Fazit sein? Und ihr schreibt bitte unbedingt unten in die Kommentare, was ist euer Fazit? Welche Säge würdet ihr nehmen? Oder würdet ihr überhaupt eine andere als die hier in Betracht ziehen? Weil wir haben ja nochmal das Thema 350 Euro, 350 Euro, 330 Euro, 160 Euro, 200 Euro. Nochmal ganz wichtig, fürs Fazit ist auch nochmal der Preis, aber das in Betracht zu ziehen. Lass uns mal zu den einzelnen Geräten zu einem Fazit kommen. Bei der Säge ist es so, dass ich sage, ja, macht was, ist solide, ist okay, ist mir aber für feinere Arbeiten etwas zu ungenau. Da wäre ich ganz klar bei Dremel. Dremel ist für mich ein ganz klarer Sieger hier aus dieser Richtung, weil Preis-Leistung 160 Euro, du bekommst den Koffer, alles drum und dran, kannst kleine Projekte mit umsetzen, gerade bei Bodenlegearbeiten oder Ähnlichem ist das hier schon eine tolle Sache und sehr sicher, einfach zu handhaben. Dann haben wir hier Proxxon. Proxxon macht richtig Spaß. Also in der Größe macht das richtig Spaß. Du hast hier eine Säge, wo ich sage, ja, da kannst du mit arbeiten. Ist etwas, wo du sagst, im Modellbaubereich, wo so kleine Sachen so, wird das sicherlich seine Berechtigung haben und funktionieren. Wenn du es aus meiner Warte betrachtest, jemand, der auch viel mit größerem Holz arbeitet, wirst du sagen, warte mal, 330 Euro, 350 Euro? Hä? Das mache ich doch niemals. Ich glaube aber, die Modellbauer von euch werden unten drunter schreiben, ja, also Sebastian, mit der Säge kannst du doch niemals das machen, was du mit der Säge machst im Bereich Modellbau. Ich muss sagen, ich war früher Modellbauer, ich war eher so Kunststoff, so Holzsachen habe ich eigentlich nicht gemacht. Vielleicht kann das durchaus sein, dass das eine Berechtigung hat. Bei der Säge sage ich immer noch, im Vergleich zu der bin ich einfach immer bei Proxxon. Ja? Aber es muss irgendeinen Grund geben, warum die angeboten wird. Und ich habe es nur nicht rausgekriegt. Also schreibt auch da gerne mal eure Meinung unten rein. Und mein persönliches Fazit ist ganz einfach, wenn du mit größerem Holz arbeiten willst, kommst du ganz klar darum nicht rum. Wenn du im Bereich DIY erste Projekte bist, wenn du beim Boden bist, wirst du wahrscheinlich das hier nehmen. Bist du im Bereich Modellbau bist, das wirst du die hier nehmen. Da ich selber weder das eine oder das andere mache, würde ich immer die nehmen, aber ihr schreibt in die Kommentare, was sagt ihr, was ist eure, oder habt ihr vielleicht sogar mehrere? Das würde mich auch interessieren. Habt ihr die Proxxon und eine große Tischkreissäge? Dann gerne auch runter rein in die Kommentare. Und wenn ich noch mehr zu dem Thema machen soll, dann lesen wir uns auch genau dort in den Kommentaren. Wie immer, denkt dran, der ehrliche Preisvergleich ist unten in der Videobeschreibung. Und jetzt kann ich nur noch sagen, für euch ran an die sehr kleine Säge vielleicht und bis zum nächsten Mal.